Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn wir mit OneNote arbeiten, fügen wir sehr regelmäßig neue Seiten ein. Normalerweise lernt man oder sieht man selbst, dass es hier den Befehl neue Seite gibt. Da klickt man drauf, die neue Seite wird unten angefügt. Man gibt den neuen Titel ein und kann dann auf der Seite schreiben. Soweit funktioniert es eigentlich ganz gut, aber je mehr Seiten man hat, desto eher möchte man vielleicht mal an einer anderen Stelle, vielleicht hier weiter oben, eine neue Seite aufnehmen. Und vielleicht habt ihr da schon rausgefunden, über einen Rechtsklick auf eine Seite und den Befehl neue Seite könnt ihr an dieser Stelle eine neue Seite einfügen. Das heißt, sie wird nach der mit der rechten Maustaste angeklickten Seite eingefügt. Damit kann man nicht ganz oben einfügen und man kann auch eben nur über Rechtsklick und dann wieder neue Seite und so weiter einfügen. Und in neueren Versionen gibt es da eine Funktion, wenn ihr mal schaut, wenn ich mit dem Mauszeiger jetzt hier über die Seiten gehe, dann ist an der linken Seite so ein kleines Plus. Und wenn ich auf dieses Plus klicke, dann wird genau an dieser Stelle eine neue Seite eingefügt. Ich kann meinen neuen Titel eingeben und kann hier mit dieser Seite arbeiten. Also schaut einfach mal, ob das in eurer Version auch schon geht. Ich hoffe, das hilft euch beim Anlegen neuer Seiten weiter und erleichtert euch die Arbeit. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch ruhig auch die anderen Videos zu OneNote oder auch zu Outlook und anderen Programmen an, die ich hier auf dem Kanal habe. Hinterlasst mir gerne auch einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.